Slovenia has not only mountains to offer, but also the Mediterranean Sea. Today we take you to the Slovenian coast. It's a whole 46.6 kilometers long and you suddenly feel like you're in Italy. A little heads up. The first half of our day wasn't quite our day. First we messed up and then it rained. But just hang in there, the sea is waiting. Hi, mein Schatz. Hi. Good morning from near Kobarid. Right now we are enjoying this beautiful sight. Leider gerade Flugfehler gemacht und mit der Drohne seitlich in den Baum gekommen. Ja, hat nur Abstandsregler vorne und hinten, nicht an der Seite. Dann hat es ein bisschen Blatt weggeschnitten und jetzt haben wir keine Drohne mehr. Doof. Wo liegt sie? Also da in den Baum ist sie reingeflogen da oben. Ja. Und dann hat sie gekämpft und dann ist sie runtergefallen. Geht's dir, mein Schatz? Ja, scheiße. Am Anfang des Urlaubs die Drohne zu verlieren, ist schon mal echt nicht cool. Und vor allen Dingen, da ist die SD-Karte drin von den Aufnahmen Mangard, Pass und Co. Ja, aber keine Chance, kannst nichts machen. Also kannst jetzt sauer sein ohne Ende, aber im Endeffekt bringt es nichts. Und ja, bin halt nur selber schuld gewesen, ne? Flugfehler. Ist so hart es ist, aber da ist sie hin. What we did not know at that time, a Slovenian hero called Luka found our drone sometime later and sent it to us, to him and his family. If you see this, we still are amazed about you and very, very grateful. Unfortunately, it rains. Hopefully you can still see the beauty of Slovenia. And now, let's change the music and be happy again. In Tolmin, we turn onto the 103 and continue along the Soka River. We pass Nova Gorica and Stanjel and eventually reach Postojna. The place is famous for its stalactite caves. They are the second largest in the world to visit. Also wir sind jetzt hier bei diesen berühmten Höhlen, Tropfsteinhöhlen oder was das ist. Weltkulturerbe muss man unbedingt gesehen haben. Aber wenn man so viel Geraffel mit dabei hat wie wir, haben wir auch keinen Bock hier mit dem Full Gear rumzulaufen, weil es auch relativ warm ist. Jetzt regnet es zwar ein bisschen. Das skippen wir dann für eines der nächsten Male. Ihr könnt selber sehen, der Parkplatz ist gut voll. Da unten gibt es eine kleine Völkerwanderung. Ja, also, mit dem Auto gerne mal, aber nicht mit vollem Gerödel, mit dem Motorrad, das lassen wir.
need good nerves today. First we lost the drone, then there was rain, and now we get lost off-road and can't find our camp. But it would be ridiculous if you don't find it, and tada, here it is, the Khaki Place in Portoroz. We have booked a roofed tent in the rainforest. We will show it to you. The best, you can get old bikes to go to town for free. Our first port of call there is a laundry station. Noch ganz tolle Sportreifen drauf, mit hier besonders wenig Profil. Wie lange dauert es noch? Es dauert jetzt noch 2 Minuten maximal. Hello. Und nebenbei wird halt Instagram bearbeitet. Guten Morgen aus Portoroz. Gestern haben wir uns aufgrund von Navi-Fehlern hier ganz wild durchgeschlängelt. Das war ein Abenteuer bis zu unserem Campingplatz, dem Khaki Camp. Dann sind wir gestern hier lang gefahren bis in die Stadt und haben hier ganz leckeres Eis gegessen. Und heute werden wir uns auf den Weg machen und die ähnliche Route fahren. Allerdings hier ist ein Hafengebiet. Hi. Guckt mal. The Slovenian coast is 46.6 kilometers long, and the best way to explore parts of it is by bike. The coast stretches from the town of Ankaran on the border with Italy down to Sekovlje, the famous salt marshes on the border with Croatia. Hier soll ein ganz toller Strand sein und hier ist ein großes Salzabbaugebiet. Genau, das werden wir uns anschauen. The Slovenian coast is not a classic bathing paradise, but we think sea is sea. Der südlichste Zipfel der slowenischen Küste, wo Salzabbau betrieben wird, direkt am Mittelmeer. Das, was man da drüben sieht, das ist schon Kroatien. Wo bist du? Ich bin genau mit dem Fahrrad von Slowenien an die kroatische Grenze gefahren. Wir sind in Kroatien. Zurück und sind dann, hier ist so ein Fahrradtunnel, der soll wohl auch sehr schön sein.
bis hier hinten, bis nach Piran. Genau, und dann gucken wir uns diese Küste mal an mit dem Fahrrad. Schauen wir mal heute Abend dann vielleicht nochmal mit dem Motorrad. Mal sehen. Ciao. Liebling? All good? All good. Made it up the mountain. Ihr seht, wir sind ja auf dem Aussichtspunkt, aber auf den müssen wir erstmal hochkommen. Pause, und zwar hier. Linie rüber und wandern hier mal ganz kurz drüben nach Kroatien und sind dann zurückgefahren. Immer am Wasser entlang. Hier am Wasser entlang. Bis Strunjan. Nach Piran, Strunjan. The next morning we say goodbye to Kaki Place and head to Koba before moving on to the south.
next episode we will take you east to the south of Slovenia. Subscribe to our channel if you want to follow along and leave us a like if you enjoyed this episode. Thanks for watching and see you soon.